Hallo und willkommen bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. In den letzten Videos hattet ihr viel in die Kommentare geschrieben, Mensch, zeig doch mal deine Visualisierung im I/O-Broker, und heute, da ist sie. Das ist das, was ich euch heute gerne zeigen möchte, nämlich wie haben wir unsere I/O-Broker-Visualisierung aufgebaut, und nach dem Intro geht's weiter. Visualisierung unserer Hausautomatisierung. Was wir hier an der Wand sehen, ist ein etwas älteres ein Samsung Galaxy Tablet, ein Tab 4, 10 Zoll. Wie gesagt, nicht mehr taufrisch, aber für die Anforderungen hier reicht es alle Male. Da drauf läuft ein Fully Kiosk Browser, damit wir hier die Visualisierung auch im Vollbildmodus darstellen können, und damit ist das eigentlich auch wunderbar machbar. Die Stromversorgung oder Spannungsversorgung, wie man hier sieht, da ist ein kleiner Stecker unten drin. Hinter dem Tablet gibt es eine Unterputzdose. Da drin ist ein kleines USB-Netzteil untergebracht, und dieses USB-Netzteil ist über einen Homematic-Schaltaktor ein- und ausschaltbar. Damit können wir je nach Ladestand hier auch entsprechend das Tablet laden bzw. den Ladevorgang auch unterbrechen. Der I/O-Broker selber läuft bei uns auf einer Synology Disk Station. Die Synology läuft 24/7, von daher bot sich das an. Das Ganze ist in einem Docker-Container gehostet, funktioniert eigentlich einwandfrei, und damit sparen wir uns natürlich auch noch ein zusätzliches Gerät wie ein Raspi, der hier dann noch irgendwo sein müsste. Und um jetzt die Details uns einfach mal anzuschauen, was wir jetzt wirklich gemacht haben, dafür nehme ich euch jetzt mit nach oben. Das schauen wir uns im Büro was näher an. Da sind wir jetzt im I/O-Broker in der Visualisierung selber. Und hier jetzt vielleicht nur noch eins. Wir haben ja einen modularen Ansatz gewählt. Das heißt also, die verschiedenen Darstellungen, die wir haben, sind Module, einzelne Views, die wir dann in ein Gesamtview zusammenfassen. Das heißt, ich habe aktuell ca. 70 Module erzeugt und generiere daraus 20 Views. Die Widgets, die verwendet werden, sind üblicherweise von Inventu, und Grafiken, sofern welche vorhanden sind, die in Flott erzeugt und dann entsprechend eingebunden. Schauen wir uns also hier unseren Homescreen einfach mal an. Unser Homescreen ist in mehrere Bereiche unterteilt. Hier auf der linken Seite finden wir maßgeblich Wetterdaten und natürlich auch hier Angaben zum Tag, Datum und so weiter und so fort. Aber Wetterdaten generieren wir uns zum einen aus der vorhandenen Homematic Wetterstation, wo wir also aktuelle Temperaturen wie hier Windgeschwindigkeiten und so ähnliches auch entsprechend erfassen und auslesen. Zum anderen aber auch über den DVD Adapter im I/O-Broker, der uns hier Vorhersagedaten liefert, wie hier weiß ich nicht, dass es vielleicht heute noch Regen gibt. Hier unten sehen wir, haben wir zwei Felder, die sind jetzt gerade leer, die sind für Wetterwarnungen. Da blende ich vielleicht kurz ein, wie es aussieht, wenn diese Felder mal gefüllt sind. Und wir nehmen hier die Monddaten, das heißt, dass wir sehen, haben wir abnehmenden Mond, zunehmenden Mond oder auch was auch immer, Vollmond oder wie man das auch immer sehen will. Wir sehen hier jetzt in dem Bereich hier etwas weiter rechts, sehen wir die Termindarstellungen. Das heißt also, hier werden Termine von mir, von meiner Frau, von unserem Sohn und aber auch Termine für alle zusammen oder aber auch sonstige Termine entsprechend dargestellt. Und dementsprechend sind diese Termine natürlich auch im Kalender vorhanden, sind auf unseren Tablets, auf unseren Handys und so weiter und natürlich auch hier im I/O-Broker zu sehen. Etwas weiter rechts geht es dann zu einem Terminkalender der etwas besonderen Art, in Anführungszeichen. Das ist der Müllkalender bzw. der Abfallkalender, und der setzt sich hier eigentlich aus einem kurzen Text zusammen. Das heißt also, da wird kurz angezeigt, ob und wann eine bestimmte Tonne abgeholt wird, oder aber auch, welche Tonne jetzt als nächstes dran ist. Hier oben sehen wir die Tageszahlen bis zur nächsten Abholung. Und wenn etwas zum Beispiel morgen passiert, dann sehen wir hier eine orangene Umrandung. Oder aber wenn etwas am heutigen Tag sogar abgeholt wird, dann ist das rot für Hallo, wenn du die Tonne nicht unten stehen hast, dann wird jetzt Zeit. Die Webcam hier in der Mitte, ja, die zeigt unseren schönen Marktplatz. Ist einfach weil es nett anzusehen ist, hat sonst keinen großartigen Hintergrund. Etwas weiter rechts sehen wir dann Informationen zum ganzen Thema Verschluss. Bedeutet also, wie ist der Status unserer Türen und unserer Fenster.
Das ist hier skriptmäßig erfasst für die einzelnen Geschosse und stellt also nur grob dar, ob etwas geöffnet oder nicht geöffnet ist. Die Details sehen wir nachher in den Gewerken. Da wird dargestellt, welche einzelne Tür oder welches einzelne Fenster wirklich geöffnet ist oder in welchem Zustand ist. Und hier zum Schluss haben wir hier ganz unten das ganze Thema Energie. Das heißt, das ist eigentlich unsere PV-Anlage und unter anderem unser Hausverbrauch. Wir sehen also hier die aktuellen Batteriedaten. Wir sehen die Anbindung ans Netz. Wir sehen den aktuellen Hausverbrauch. Wir sehen, was die was die Dachanlage gerade liefert. Und wir sehen, was unser Balkonkraftwerk auf dem Garagendach liefert. Diese Seite hier, dieser Homescreen, ist nicht wirklich zur Bedienung gedacht, sondern dieser Homescreen ist wirklich einfach nur zur Visualisierung, einen groben Überblick zu erhalten, was haben wir hier eigentlich, und damit ist eigentlich da auch der Sinn erfüllt. Weiter geht es vom Homescreen auf die nächste Kachel hier, das ist der Außenbereich. Der Außenbereich ist hier noch nicht ganz fertig, aber wir sehen schon mal grob, dass es eigentlich eine Übersicht und auch eine Bedienungsmöglichkeit hier gibt. Zum Beispiel auf der linken Seite die Beleuchtung der Fassade. Das heißt, das sind alles die Außenleuchten, die wir an der Fassade haben, rund ums Haus. Die gehen üblicherweise über einen Bewegungsmelder an, können aber natürlich auch von Hand gesteuert werden. Ich könnte jetzt hier vorne den einfach anmachen, dann sehen wir, dann ist hier ein Farbumschlag in Richtung Blau zu sehen und es heißt, dass vorne an ist. Jetzt machen wir sie wieder aus. Wie man hier sieht, ist das noch nicht ganz fertig. Das heißt also, hier fehlt noch der ein oder andere Aktor, beziehungsweise das ist noch nicht entsprechend integriert worden. Arbeiten wir aber dran. Das nächste Thema hier ist Beleuchtung im Garten. Auch hier haben wir eine Automatikfunktion hinterlegt, heißt also, dass einmal das natürlich über Bewegungsmelder angeht, aber zum anderen auch über einen Dämmerungsschalter, der dann entsprechend die Beleuchtung einschaltet. Und wenn die Rollladen dann am Abend runtergehen, wird das wieder ausgeschaltet. Dementsprechend ist hier eine Automatik zu sehen. Aber auch hier ist natürlich ein Handbetrieb, dass man einfach sagt, man macht es an und man schaltet es wieder aus. Aus wird es auch automatisch gehen, weil die Automatik das entsprechend wieder ausschalten würde. Wir sehen hier auf der rechten Seite das ganze Thema Pool. Da gibt es eine Poolpumpe und das ist der gleiche Aktor, das ist ein Shelly 2.5. Das heißt, der hat zwei Relais drin und eins nutzen wir für eine Steckdose, wo die Poolpumpe angeschlossen wird im Sommer, und den anderen nutzen wir halt quasi für die Beleuchtung an der Hütte draußen. Und ja, beide oder beziehungsweise der Aktor hat momentan ein Erreichbarkeitsproblem. Hier auf der Poolseite, hier erfassen wir, welche Leistung hat die Poolpumpe gerade, und wir können hier kurz einstellen, ob die Laufzeit aus ist, das heißt, ob die Pumpe gar nicht läuft oder ob sie kurze Laufzeit hat, zum Beispiel 1 Stunde oder 2 Stunden, und die wird mehrfach am Tag automatisiert geschaltet. Hier auf der rechten Seite hier unten sehen wir die Markisensteuerung. Da ist auch das ganze Thema Wind mit drin. Das heißt, unsere Wetterstation macht hier Windmessung und sorgt dann dafür, dass bei bestimmten Windstärken die Markise wieder eingefahren wird. Hier gibt es noch die Möglichkeiten, bestimmte Werte einzustellen. Das heißt also, ich kann sie komplett einfahren, ich kann sie komplett zufahren, ich kann aber auch Zwischenwerte 25, 50 und 75% anfahren. Natürlich kann ich sie auch mit ansteuern. Der nächste Reiter wäre eigentlich Räume. Das überspringe ich jetzt mal kurz, da gehe ich später noch drauf ein. Das ist noch im Teststadium, da haben wir noch nichts fertig, aber wir können hier einfach auf die Gewerke gehen. Und bei den Gewerken sehen wir hier, dass wir hier unterschiedliche Sachen haben. Wir haben Sicherheit, Verschlussbeleuchtung, Rollladen, Sicherheit, wir haben Heizung 1 und Heizung 2. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier beim Verschluss an. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, als wir auf dem Homescreen waren, hier sieht man jetzt eigentlich, welche Tür, welches Fenster wirklich welchen Zustand hat. Das heißt, hier ist auch eine reine Anzeige. Man sieht hier also auch, dass vereinzelt auch die Batterien von einzelnen Sensoren leer sind. Und man sieht wunderbar, wenn die Fenster oder Tore geschlossen sind, dann ist das hier mit einem grünen Rand umlegt. Man sieht hier entsprechend die Grafik innen drin, dass das Fenster geschlossen ist. Hier sieht man wunderbar, wenn ein Fenster zum Beispiel gekippt ist, wie jetzt gerade im Gäste-WC oder hier unten im Hauswirtschaftsraum, dann ist das entsprechend mit einem Icon hinterlegt, dass das Fenster gekippt ist. Man sieht einen orangenen Rand, und sollte ein Fenster komplett geöffnet sein, würde der Icon-Umschlag entsprechend auf ein geöffnetes Fenster gehen und einen roten Rand haben. Das ist der Weg, den wir hier gewählt haben.
jetzt mal auf das Thema Beleuchtung gehen. Und bei der Beleuchtung sehen wir also, dass es hier auch verschiedene Möglichkeiten gibt, Sachen nicht nur anzuzeigen, sondern auch zu schalten. Wir sehen hier eine Unterteilung, wie wir sie bei dem vorherigen Bild auch schon gesehen haben, dass wir Garage, Außen, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss und auch den Garten haben. Und hier kann man jetzt einfach sehen, ob bestimmte Lichter eingeschaltet sind, nicht eingeschaltet sind, und man kann sie natürlich auch entsprechend bedienen. Wir haben zum Teil ganz normale Schaltaktoren drin, das heißt also, dass einfach nur ein Aus ist. Wir haben aber auch verschiedene Bereiche mit Dimmern versehen, zum Beispiel hier im Büro, wo ich jetzt gerade sitze, und wenn ich hier zum Beispiel jetzt das Büro einfach anmache, dann geht der Dimmer hier entsprechend an. Der Dimmer geht aber nicht jetzt zum Beispiel auf 100%, sondern der geht auf einen voreingestellten Wert, und wenn ich ausmache, dann geht er wieder auf 0. Dieser voreingestellte Wert variiert je nach Tageszeit. Das heißt also zum Beispiel, wenn es mitten in der Nacht ist, dann ist zum Beispiel im Badezimmer der Dimmer jetzt nochmal reduziert auf eine reduzierte Leistung, damit man, wenn man mal nachts das Badezimmer aufsuchen muss, da nicht gleich so ein Lichtflash kriegt, sondern dann ist das nochmal reduziert. Und am Tag haben wir hier im Beispiel Badezimmer zum Beispiel 100%, nachts haben wir hier, glaube ich, 20%, und die das nächste Kapitel wären die Rollladen. Und bei den Rollladen sehen wir, da fehlt noch ein wenig was. Also da fehlt keine Etage mehr. XYZ ist eigentlich nur noch dafür da, dass man hier eventuelle weiterführende Automatiken einbindet. Automatik haben wir hier auch schon. Das heißt, die Rollladen fahren eigentlich schon nach einer Automatik. Die fahren mit einem Adapter im I/O-Broker. Da sind die voreingestellt. Hier gibt es noch die Möglichkeit, entsprechend Ferien einzustellen. Das heißt, das ist die Rolllade für unseren Sohn, oder beziehungsweise Urlaub einzustellen. Das geht dann generell auf die Thematik, wann werden Rollladen am Morgen hochgefahren. Wir sehen also bei den Einzelrollladen, dass hier einmal eine Grafik hinterlegt ist, ein Icon hinterlegt ist. Das variiert dann auch, und wir sehen das jetzt zum Beispiel hier im Obergeschoss bei der Schlafzimmerrolllade. Da scheint gerade etwas die Sonne drauf. Das sehen wir hier oben an diesem schönen Sonnensymbol, und die Rolllade ist dann entsprechend über den Adapter in den Sonnenschutzmodus auf 30% nach unten gefahren worden, damit es nicht zu warm wird. Hier gibt es eigentlich, wie gesagt, nur das eine oder andere zu bedienen, wie ich gerade schon sagte, Urlaub oder Ferien. Hier gibt es auch Möglichkeiten, manuell oder Automatik einzustellen. Ich kann alle Rollladen nach unten fahren, alle nach oben fahren, oder ich kann alle in den Sonnenschutz fahren. Das sind alles Möglichkeiten, die bietet mir der entsprechende Adapter über den I/O-Broker. Bin hier noch nicht ganz fertig, aber kommt. So, dann bleibt uns noch das ganze Thema Heizung, und Heizung ist aufgeteilt auf Heizung 1 und Heizung 2. Heizung 1 ist quasi das Erdgeschoss, und auch hier sehen wir noch Bereiche mit XYZ. Wir sehen hier zum Beispiel beim Thema Gäste-WC, dass gerade der Aktor der Fußbodenheizung an ist. Wir haben hier den Temperatursensor, wir haben hier den Sollwert mit 20 Grad. Wir haben eine Ist-Temperatur gerade in dem Raum von 18,7 und die Feuchtigkeit ist 45%. Und ich kann jetzt, normal funktioniert hier auch das automatisch, das heißt also, wir fahren hier nach einer Automatiksteuerung, aber ich kann hier natürlich auch sagen, ich möchte ganz gerne zum Beispiel den Sollwert runternehmen, dann habe ich den jetzt hier zum Beispiel in Halbgrad-Schritten, kann ich den rauf und runter fahren, habe ich den auf 19,5 beziehungsweise wieder zurück auf 20 Grad gestellt. Das gleiche gilt hier für den Flur, für die Küche, für den Hauswirtschaftsraum, und eine Besonderheit hier im Wohn-Esszimmer ist, dass wir einen Sensor haben, dafür aber zwei große Kreise mit Fußbodenheizung, nämlich einmal im Essbereich und einmal im Wohnbereich. Und wir sehen hier, beide Kreise sind aktuell an, das sind gestrennte Aktoren, und das kann man hier entsprechend, dann sind die blau beleuchtet. Wenn ich jetzt auf das Thema Heizung 2 noch mal kurz gehe, ist das nicht so unterschiedlich zu dem, was wir gerade schon bei Heizung 1 gesehen haben. Hier für die meisten Räumlichkeiten gilt das Gleiche, bis auf das Badezimmer. Im Badezimmer haben wir eine Besonderheit, dass wir eine Fußbodenheizung haben und einen Handtuchheizkörper. Das heißt also, wir sehen hier, im Badezimmer sind aktuell 24 Grad Celsius eingestellt. Wir frieren immer relativ schnell, heißt die Fußbodenheizung ist an, und der Handtuchheizkörper ist geöffnet auf 30% und strahlt damit auch noch Wärme ab.
Der letzte Punkt hier auf der Heizungsseite ist die Zirkulationspumpe. Das heißt also unsere Wasserzirkulationspumpe, die wird auch über die Homatic gesteuert. Die läuft in bestimmten Zyklen, läuft die an und da kann man hier also einfach sehen, ob die läuft oder ob sie gerade still steht. Ein sonstiger Eingriff ist hier eigentlich erstmal nicht geplant. So, und da sind wir dann eigentlich auch schon erstmal durch die Gewerke durch und dann gehen wir erstmal hier zurück auf die Home-Seite. Und wenn wir hier mit der auf der Home-Seite sind, ist der nächste Pömpel hier das Wetter. So, und beim Wetter haben wir hier eigentlich Folgendes oder sehen wir Folgendes. Wir haben im oberen Bereich eine 5-Tages-Darstellung. Wir sehen hier den heutigen Tag. Wir sehen den morgigen Tag, den darauffolgenden und so weiter und so fort mit Angaben, wie das Wetter wird. Und für den heutigen Tag haben wir hier noch eine Besonderheit. Wir haben nämlich hier ein 3-Stunden-Wetter hinter. Das heißt also, wir können sehen im 3-Stunden-Rhythmus, wie das Wetter sein soll. Leider heute nicht wirklich schön, aber na gut, manchmal ist das so. Es ist halt auch April. So, das kann ich hier wieder schließen. Und wir sehen hier unten noch 2 so schwarze Blöcke. Das sind wieder die Wetterwarnungen des DWD. Die sind jetzt allerdings in der ausführlichen Form und wie sowas aussieht, das kann ich euch auch gerne nochmal hier in dem Video einblenden. Da habe ich mal einen Screenshot von gemacht. So, jetzt sind wir mit dem Wetter durch und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch das ganze Thema Energie und da sind natürlich die im Vorteil, die sich die Vorstellung hier gewünscht haben, weil die haben schon meine Videos über das Thema PV-Anlage, Balkonkraftwerk wahrscheinlich gesehen. Nichtsdestotrotz gebe ich natürlich auch für diejenigen hier einen kurzen Einblick, die das bislang noch nicht gesehen haben und fange einfach mal mit dem ganzen Thema Energieübersicht im Haus an. Und was wir hier sehen, ist hier oben, dass wir eine Tageserzeugung haben. Das heißt, wir schauen uns eigentlich an, was wird über die PV-Anlagen erzeugt und was verbrauchen wir im Haus, was verbraucht zukünftig ein Auto. Eine Wallbox haben wir zwar schon, aber wir haben noch ein E-Auto, von daher ist das hier alles noch nicht in Betrieb. Wir schauen uns an, was die PV-Anlage in die Batterie eingespeist hat. Und wir schauen uns an, was wir heute aus dem Netz bezogen haben. Das sehen wir hier, das sind die 3,2 Kilowattstunden. Das Wetter ist durchwachsen heute. Den Tagesverbrauch, den teilen wir hier nochmal auf. Das heißt also, wir haben einen Gesamtverbrauch, wie wir ihn hier oben gesehen haben, 12,6 Kilowattstunden. Und wie ist eigentlich dieser Tagesverbrauch entstanden? Und da sehen wir aus der Garage oder aus dem Balkonkraftwerk haben wir 1,2 Kilowattstunden geholt, aus der Dachanlage 4,7 Kilowattstunden, aus der Batterie 5,8 Kilowattstunden und das ganze Thema, wir haben 0,8 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen. Und ich habe gerade etwas Quatsch erzählt. Hier oben, das ist die Einspeisung ins Netz, 3,2 Kilowattstunden und nicht der Bezug. Sorry. So, und was wir hier auf der rechten Seite sehen, ist nämlich die Übersicht der aktuellen Energieflüsse. Das heißt, wir sehen hier oben die PV-Anlage unseres Dachs. Das sind jetzt gerade 348 Watt. Da kommt jetzt nicht gerade viel an, weil es zieht sich gerade zu und gibt wahrscheinlich gleich auch nochmal wieder Regen. Wir sehen hier von unserem Balkonkraftwerk, liefern wir gerade ganze 13 Watt vom Dach. Der Wechselrichter verbraucht so seinen Teil und liefert jetzt noch genau 3 Watt in Richtung Haus. Und wir sehen hier, dass wir aus der großen PV-Anlage mit dem Speicher momentan 994 Watt in das Haus hineinspeisen und haben aktuell einen Hausverbrauch von 999 Watt. In Richtung Netz fahren wir nichts oder wir beziehen auch nichts aus Richtung Netz und das sind die Energieflüsse, die wir hier haben. Wenn wir jetzt auf den nächsten Punkt hier gehen, nämlich das Thema PV-Garage. Die PV-Anlage Garage sehen wir hier auf der rechten Seite hier oben ein 24-Stunden-Leistungsdiagramm. Hier wird aufgetragen einmal die Leistungen, die die Module vom Dach liefern. Das ist die grüne Kurve und das blaue ist das, was dann wirklich auf der Wechselspannungsseite auch ankommt. Hier sehen wir momentan nicht wirklich viel. Wie gerade schon mal kurz angedeutet, es zieht sich zu, es regnet. Das heißt also, wir haben hier vielleicht gerade noch, oder wir sehen hier 10 Watt auf der DC-Seite und auf der AC-Seite ist nichts.
Die Anlage läuft. Auch dieses hier, das Thema Notabschaltung, hatte ich in einem anderen Video schon mal beleuchtet. Das wird wohl keine Zukunft hier haben. Das ganze Thema brauche ich nicht und werde ich wohl auch hier entfernen. Auf der linken Seite sehen wir die Erträge, und zwar Tagesertrag, Wochenertrag, Monat und Jahresertrag, jeweils die aktuellen und die des Vortages, Vorwoche, Vormonat, Vorjahr. Und hier sehen wir, also heute haben wir 1,2 Kilowattstunden, das konnten wir auch gerade schon auf dem Erzeugungsdiagramm sehen. Gestern lief es etwas besser, und in der Woche, letzte Woche, monatlicher Ertrag, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr, das sind die Daten, die wir hier aufnehmen. Wenn wir von hier aus jetzt in Richtung der Dachanlage gehen, sehen wir, das ist ähnlich aufgebaut. Auch hier gibt es ein entsprechendes Leistungsdiagramm. Hier ist aufgetragen in der grünen Kurve das, was die Module vom Dach bringen. Blau ist das, was wir ins Haus liefern, und gelb ist das, was wir zum Beispiel ins Netz einspeisen. Das Ganze gibt es hier unten nochmal als Kreisdiagramme oder als Halbkreisdiagramme, die aktuellen Werte. Auch hier sieht man jetzt gerade, die einzelnen Strings liefern jetzt gerade nicht wirklich viel an Leistung. Und wir auch hier auf der linken Seite sehen wir die entsprechenden Erträge für Tag, Woche, Monat und Jahr, und auch hier entsprechend die aktuellen Werte wie die Vorwerte. Gehen wir weiter zur Batterie. Bei der Batterie sehen wir einmal den Status, und da sehen wir als grüne Kurve sehen wir eine Ladekurve. Die orangene Kurve ist eine Entladekurve und die blaue Kurve ist die sogenannte State of Charge. Das heißt, das ist die Ladekurve oder die Ladezustandskurve. Aktuell sehen wir hier, haben wir einen Zustand 96%. Rot ist hier die 5%-Marke eingezeichnet, heißt also, darunter gehen wir üblicherweise nicht. Und hier sehen wir bei der Ladeleistung, dass wir aktuell keine Leistung in den Speicher hineinliefern. Hier sind mit der grüne Pfeil bzw. der orangene Pfeil hier zeichnen die maximale Lade- bzw. Entladeleistung. Und hier sehen wir, dass wir gerade mit 878 Watt entsprechend den Speicher entladen, weil es draußen regnet. Hier kann man noch den Min-SOC einstellen, der üblicherweise aber auf 5% bleibt. Teilweise macht das der Wechselrichter auch schon mal automatisch, dass er den anhebt. Das hängt von der Witterungsperiode ab, aber üblicherweise steht der hier auf 5%. Hier kann ich noch die intelligente Batteriesteuerung am Wechselrichter ein- oder ausschalten. Ich kann die einfach mal einschalten. Die wird er mir wahrscheinlich aber gleich wieder ausschalten, weil das Wetter heute so bescheiden ist und entsprechend keinen Sinn macht. Oder ich schalte ihn am besten selber wieder auf, weil damit stellen wir sicher, dass wenn nächstes Mal die Sonne ein wenig scheint, dass wir den Speicher wieder laden. Die Wallbox, da haben wir nichts. Die ist momentan zwar schon angeschlossen, die funktioniert auch elektrisch, aber die habe ich hier im iBroker entsprechend noch nicht hinterlegt. Das ganze Thema Statistik, und hier können wir uns den aktuellen Tag einsehen. Hier sehen wir auf der linken Seite die Erzeugung. Wir haben heute 15,1 Kilowattstunden erzeugt. Davon haben wir rund 3,22 ins Netz eingespeist. Den Rest haben wir selber verbraucht, und dementsprechend haben wir eine Eigenverbrauchsquote von 79% und haben über die EEG-Umlage 22 Cent eingenommen. Auf der rechten Seite sehen wir das ganze Thema Hausverbrauch. Das heißt also, wir haben heute zum Beispiel 12,7 Kilowattstunden im Haus verbraucht. Davon haben wir 7% aus dem Netz geholt. 37% hat uns die Dachanlage gebracht, 9% hat uns das Balkonkraftwerk gebracht und 47% haben wir aus der Batterie bezogen. Wir haben einen Autarkiegrad heute von 93% und die eingesparten Stromkosten liegen bei 4,62 Euro. So, und die weiteren Statistiken haben wir hier auch. Ich gehe jetzt hier nicht weiter auf die Werte ein, weil ich wollte euch ja nicht sagen, wie unsere PV-Anlage läuft, sondern einfach nur zeigen, wie unsere Visualisierung aussieht. Also die Erzeugung bzw. die Statistik lässt sich hier genauso gut für den aktuellen Monat entsprechend darstellen. Sie lässt sich für das aktuelle Quartal darstellen und sie lässt sich auch für das aktuelle Jahr darstellen. Immer mit den entsprechend angepassten Werten. So, damit sind wir eigentlich jetzt schon so weit durch. Was wir jetzt noch haben, ist hier das ganze Thema Darstellung der
Räume. Und hier habe ich zum Beispiel schon mal etwas angefangen, dass ich einfach einen Beispielraum genommen habe. Hier steht zwar jetzt Erdgeschoss, ich meinte aber eigentlich oder beziehungsweise habe jetzt hier einfach das Büro genommen, weil es das einfachste ist und weil es da auch keinen stört, wenn ich einfach mal so ein bisschen was rechts und links schalte und Sachen an- und ausgehen. Ansonsten ist das hier ein bisschen schwieriger im Haus. Heißt also, hier würde ich ganz gerne in den Einzelräumen darstellen, wie ist die Heizungsregelung, wie ist das ganze Thema Beleuchtung. Ich hatte gerade schon mal hier das Thema Büro mit Beleuchtung an und aus dargestellt. Hier gibt es noch die Rolllade, hier gibt es noch einen Rauchmelder drin. Wir haben hier eine schaltbare Steckdose, an der zum Beispiel der Rechner hängt. Da klicke ich jetzt nicht drauf, weil dann ist hier nämlich gleich dunkel. Dann geht hier nichts mehr. Wir sehen also, was das Fenster sagt und wir sehen die IT-Infrastruktur. Heißt also, ich habe hier noch ein LAN-Switch, ich habe hier den Computer, ich habe hier einen Drucker stehen und ich habe hier noch einen kleinen Netzwerkspeicher stehen, den ich für Testzwecke entsprechend benötige. Und hier sieht man, das, was blau ist, das ist an. Grau ist momentan nicht zur Verfügung, heißt also, das läuft gerade nicht. Und bei Smoke ist grau ganz schön, weil wenn Smoke rot wäre, dann hätte ich jetzt hier gerade ein Feuer- oder ein Rauchproblem. So, das ist das, was unsere Visualisierung ausmacht. So, das war's auch schon. Vorstellung unserer Visualisierung, Hausautomatisierung im IO-Broker. Wenn euch das gefallen hat, ich würde mich super über ein Like freuen. Lasst ein Like da, wenn ihr gerne wissen möchtet, wie es auf diesem Kanal weitergeht. Macht ein Abo, drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert und verpasst nichts mehr. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und gerne bis demnächst bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön. Tschüss.